Hallo, liebe Krita-Freunde. Hier ist der Marco, aka iForce73. Heute möchte ich euch gerne die Galaxie Brushes aus dem Universe Environments Brush Set vorstellen und zeigen, wie man mit einigen kleinen Schritten komplexe Galaxien erstellen kann. Das Video wird diesmal etwas länger und deshalb werde ich auch direkt einsteigen. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Dann legen wir direkt ein neues Projekt an, diesmal in der Größe 3000 x 3000 Pixel. Um die Galaxien zu demonstrieren, werde ich den Hintergrund jetzt noch einmal schwarz einfärben und gleich ein weiteres Layer einfügen. Ich gehe jetzt mal in das Settings-Menü von Krita und wähle dort den Reiter Docker aus, dann Grid and Guides, und bei den XY Spacing Werten gebe ich dort mal 1500 Pixel an. Und dann haben wir einen schönen Mittelpunkt. So, dann gehen wir mal auf die Brush Presets und unten in die Suchleiste gebe ich mal UNIV_G an oder ein. Und dann habe ich auch direkt die Galaxie Presets. Da gibt es jetzt verschiedene. Einmal Spiralkörper, dann Spiralnebel bzw. Wolken, dann einen Spiralenkern und da komme ich gleich noch zu. Und dann haben wir noch so ein paar fertige Spiralnebel, die lasse ich aber heute mal außen vor. Ich wähle jetzt einfach mal das zweite Preset aus, vergrößere das noch ein bisschen. Ja, ist schon recht hoch der Wert, 2800, aber das ist auch, oder es soll ja auch eine recht hohe Auflösung erzielt werden. Wichtig dabei ist, dass ich den Mittelpunkt beibehalte, ansonsten sieht das ja nicht so schön aus, das werde ich gleich mal demonstrieren. Das lösche ich eben nochmal. Dann zeige ich mal, wie man es nicht tun sollte. Ja, das sieht dann nicht so schön aus. Also man muss den Mittelpunkt nicht hundertprozentig genau treffen, aber sollte schon aufpassen, dass es mittig gehalten ist, sodass wir einen schönen Spiralkörper erhalten. Also das habe ich jetzt durch mehrfaches Klicken erreicht. Das Preset ist auf so eine Art Random-Funktion gestellt. Dadurch erhält man dann immer so ein bisschen was Zufälliges. Ich werde jetzt noch weitere Layer für zusätzliche Spiralkörper anlegen, dass wir das gleich etwas variieren können. Das kann man nämlich mit dem Transform-Tool von Krita sehr schön nachbearbeiten. In dem Fall habe ich es jetzt etwas größer gezogen und werde jetzt einfach noch ein paar Spiralkörper mehr einzeichnen, dass wir da so ein bisschen mehr Variation reinbekommen. Das auch noch ein bisschen größer ziehen und dann haben wir schon einen recht großen Spiralkörper. Ich drehe das jetzt ein bisschen, um etwas mehr Variation reinzubekommen. Dieses Layer etwas größer und ein bisschen nach links drehen. Gut, okay. Ja, jetzt brauchen wir natürlich den klassischen Mittelpunkt einer Galaxie. Dafür lege ich ein neues Layer an, gehe auf die Brushes und wähle dann mal den Spiral Glow Brush aus. Den setze ich natürlich mittig. Ja, der ist ein bisschen klein. Der muss etwas größer werden. Entferne ich nochmal die Size etwas erhöhen. Das kann eigentlich noch ein bisschen heller sein. Ich klicke nochmal in die Mitte. Versuche mit dem Transformationstool etwas zu variieren. Mit Enter die Operation bestätigen. Ja, das ist eigentlich ein bisschen zu viel. Deshalb lösche ich den Kern erst nochmal und
versuche mal so ein bisschen die Layer von der Opacity zu beeinflussen, dass das einigermaßen homogen wirkt. Auf jeden Fall soll es eine klassische Spiralgalaxie werden, der wir dann gleich auch noch einen schönen Farbton geben. Na. Dann, ja, setzen wir noch ein paar Clouds. Den Brush auch noch etwas vergrößern. Und dann schön mittig klicken. Ja, das machen wir etwas größer, dass es passt. Ja. So, jetzt werde ich den Galaxiekern nochmal neu einzeichnen. Dieses Mal etwas kleiner und nicht ganz so groß. Und dann schauen wir mal, wie das so wirkt. Ja, etwas größer doch noch und die Opacity etwas runter. Ja, das sieht doch nicht so schlecht aus. So, das Gitter brauchen wir jetzt nicht mehr. Unter View, Show Grid einfach den Haken entfernen. Ich glaube, die Wolken, die können ein bisschen von der Opacity runtergezogen werden. Das werde ich mal tun. Ja, das wirkt schon etwas besser, meiner Meinung nach. Und dann werden wir gleich versuchen, mal ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen. Ich gehe auf das Gradiententool und füge einen neuen Gradienten hinzu, einfach auf Add. Und da setze ich mal 2 weitere Farboptionen. Den linken Bereich, da setze ich die Opacity auf 0, ebenso den rechten Bereich. Man könnte jetzt noch weitere Farbabstufungen hinzufügen, aber für dieses Beispiel belasse ich es erstmal dabei. Gehe jetzt auf das Gradientenwerkzeug und bei den Tool-Optionen stellen wir unter Shape, ja, das ist schon eingestellt, Radial ein. Das ist ganz wichtig im Fall der Spiralgalaxie. Ansonsten wird es kein runder Gradient und das sieht dann äußerst merkwürdig aus. Den Ebenenmodus mal auf Soft Light abändern und ja, dann haben wir eine schöne gelbe Galaxie. Ich gehe auf Filter, Adjust und dann versuche ich über HSV Adjustment den Farbton so hinzubekommen, dass er mir gefällt. Das Gelb war mir jetzt doch etwas zu intensiv. Vielleicht können wir den Grundfarbton noch ändern, aber ich denke, das Gelb ist schon ganz okay in dem Fall. Für dieses Beispiel auf jeden Fall. Wie gesagt, man kann den Gradienten noch wesentlich besser ausarbeiten mit verschiedenen Farbtönen. Ich belasse das jetzt auch erstmal dabei und dann versuchen wir es mal über Gimmick, beziehungsweise ja, Gimmick. Dort gebe ich mal Plasma ein. Klick das an und ja, das hatte ich vorher schon ausgewählt. Versuchen wir mal ganz von vorne zu starten. Die Scale, ganz wichtig, auf 10. Und dann versuchen wir mal einen schönen Farbton zu finden. Ja, mal wieder pink. Aber ich denke, das wirkt da bei einer Galaxie eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mit Randomize werden halt Zufallswerte generiert und ich klicke da meistens so lange drauf, bis ich einen Farbton gefunden habe, der mir persönlich gut gefällt. Das dauert manchmal länger und manchmal nicht so lange. Das finde ich ganz schön. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Den Ebenenmodus von dem Farblayer einfach auf Soft Light. Und das gefällt mir auf jeden Fall besser als das Gelbe, aber auch noch nicht so ganz. Da versuche ich noch mal so ein bisschen zu variieren. Und mal schauen, ob wir das noch besser machen können. Ja, bläulich sieht auch nicht schlecht aus. Das gefällt mir ganz gut. Ja, ich denke, das können wir so erstmal beibehalten. Einfach mit OK bestätigen. Und jetzt werde ich euch noch ein paar weitere
Brush Presets aus der Kategorie Galaxie vorstellen. Und zwar die Spiral Sparkles. Was die tun oder was dieser Brush jetzt tut, werdet ihr gleich sehen. Da kann man nämlich so ein paar Sterne zusätzlich noch einzeichnen oder ein paar Akzente setzen. Hier und dort. Der Fantasie sind da im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, so ein paar größere Sterne würden auch noch ganz gut aussehen. Oder in dem Fall größere Sterncluster. Da werde ich gleich nochmal ein weiteres Spiral Sparkle Preset aufrufen. Ja. Okay, gehen wir nochmal in die Brush-Kategorie und wählen mal das erste Preset raus oder aus. Bisschen kleiner. Und dann kann man da so schöne klein ist gut, Sternhaufen setzen. Je nachdem, wie es gefällt. Ich mache das jetzt mit der Maus, also wenn man es mit dem Pen von dem Tablet macht, kann man da noch wesentlich genauer arbeiten, aber für die Demonstration mache ich das heute mal mit der Maus. Dann ist die Galaxie eigentlich schon fast fertig. Eine Sache stört mich nur, der galaktische Kern, der könnte etwas weiter nach unten. Ja, das sieht für mich mittiger aus, obwohl das manchmal optisch auch etwas täuschen kann. Ich habe jetzt mal das erste Layer ausgewählt, Rechtsklick und dann gehen wir mal auf New Layer from Visible. Deaktiviere mal alle Layer bis auf das unterste, das schwarze. Und dann zeige ich euch mal, wie man mit Hilfe des Transform-Tools einen 3D-Effekt bei dieser Galaxie erstellen kann. Dafür gehe ich auf die Option Perspektiv oder Perspective. Nehme mal den oberen linken Anfasser und drehe das mal so ein bisschen nach unten. Ist etwas tricky, aber mit etwas Übung bekommt man das einfach hin. Wichtig ist es, die Operation mit Enter zu bestätigen. Dann übernimmt Krita das auch direkt so. Jetzt können wir die Galaxie noch etwas gerade rücken bzw. etwas vergrößern. Ich denke, das können wir so erstmal beibehalten. Ich werde jetzt die Perspektive der Galaxie noch etwas verändern. Versuche das mal in eine Seitenansicht zu bringen und dann werde ich euch gleich noch ein weiteres Brush Preset vorstellen. Mit Enter bestätigen. Die Galaxie noch ein bisschen gerade rücken, dass es relativ mittig ist. So, und dann noch ein Layer. Dann gehen wir mal in die Brush Presets und dort finden wir den Spiral Side View Glow. Was dieser Brush macht, zeige ich euch mal. Und zwar möchte ich der Spiralgalaxie eine Art inneres Glühen hinzufügen. Und das kann ich mit diesem Brush ganz gut bewerkstelligen. Muss halt dementsprechend etwas transformiert werden. Ich mache das jetzt mal ein bisschen extremer, dass man das auch gut sieht. Und dann haben wir einen schönen Glow in der Mitte der Galaxie. Die Opacity ein bisschen runter. Ja, das wäre dann eine einfache Galaxie. Okay, ich werde euch noch ein weiteres Beispiel zeigen mit den gleichen Dokumenteneinstellungen, 3000 x 3000 Pixel. Den Vordergrund wieder mit Schwarz auffüllen. Ich gehe in das Pinselmenü, suche mir einen geeigneten Spiralkörper heraus. Starten wir wieder mit der 2, aber ich denke, es wäre ganz ratsam, das Grid wieder zu aktivieren. Dockers, dann auf Grids and Guides, 1500 Pixel.
Und dann haben wir wieder unseren Mittelpunkt. Ich lege ein neues Layer an, klicke mittig und füge dann auf einem weiteren Layer einen anderen Spiralkörper hinzu. Dann noch ein weiteres Layer. Dann nehmen wir mal den Spiralkörper Nummer 3. Etwas vergrößern, in der Mitte klicken. Dann noch ein weiteres Layer und noch einen weiteren Spiralkörper. Und das soll es dann in Sachen Spiralkörper erst einmal gewesen sein. Auf einem weiteren Layer werde ich nun einen Nebel zeichnen. Das ist ein etwas anderer oder eine etwas andere Vorgehensweise als bei unserem ersten Beispiel. Da pinsel ich jetzt mal einfach so drauf los, bis ich eine Form habe, die mir zusagt. Dann gehe ich auf das Filtermenü und Start Gimmick, gebe dort in die Suchleiste Twirl ein oder Twirl, wenn ich das richtig ausspreche. Und da nehmen wir die Einstellung Nearest und da kann man die Spirale, die da entstanden ist, noch so ein bisschen modifizieren. Ich reduziere den Wert etwas, bis mir das gefällt und bestätige das Ganze mit OK. Das dauert dann ein paar Sekunden. Tada! Und schon haben wir einen schönen Spiralwirbel. Dann noch ein neues Layer und jetzt werde ich den Spiralkern setzen. Einfach auf G für Galaxien gehen. Etwas vergrößern. Oh, das ist zu klein. Klicken wir nochmal. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen Farbe fehlt noch. Ich traue es mich beinahe gar nicht zu sagen. Auf einem weiteren Layer werden wir jetzt eine Farbschablone setzen. Wieder auf Start Gimmick und dann in die Suchleiste Plasma eingeben. Auswählen und dann suchen wir uns mal einen schönen Farbton heraus. Na, vielleicht noch etwas pinkfarbener. Probieren wir das mal. Den Ebenenmodus auf Soft Light abändern. Ja, aber etwas zu intensiv meiner Meinung nach. Das werde ich noch unter den Einstellungen HSV Adjustment etwas abändern. Die Lightness ein bisschen runter. Versuchen wir es wieder so ein bisschen bläulicher. Jo, das sieht schön aus. Okay. Das Grid werde ich mal entfernen. Unter View, Show Grid den Haken entfernen. Ich werde es jetzt wie in dem ersten Beispiel machen. Ich klicke auf das obere Layer. Rechter Mausklick und dann New Layer from Visible. Dann habe ich quasi alles vereint. Blende alle weiteren Layer bis auf das schwarze aus. Gehe dann auf das Transformationswerkzeug und auf Perspektive. Und wie in dem ersten Beispiel drehe ich dann die Galaxie, so dass wir einen schönen Seitenanblick haben. Die Operation immer mit Enter bestätigen. Noch etwas gerade rücken. Vielleicht noch etwas drehen. So tastet man sich dann langsam an die gewünschte Perspektive heran. Ja, und da haben wir unser zweites Galaxiebeispiel. Und weil alle guten Dinge 3 sind, zeige ich euch jetzt noch ein drittes Beispiel. Da legen wir dann noch ein neues Dokument an, wieder mit den gleichen Einstellungen.
Wieder schwarz auffüllen, den Hintergrund. Und wir starten direkt mit einem neuen Layer. Und diesmal werde ich es etwas anders handhaben. Wir starten jetzt nicht mit einem Spiralkörper, sondern mit einem Nebel. Jetzt habe ich vergessen, das Grid zu aktivieren. Das machen wir eben noch. Auf View, Show Grid. Hat er jetzt leider nicht übernommen. Muss ich nochmal in die Einstellung reingehen. Dockers und dann Grid and Guides und dort wieder bei den XY Spacing Einstellung 1500 Pixel eingeben. Ich werde jetzt einfach nur so ein bisschen drauf lospinseln mit verschiedenen Nebula Brushes und dann werden wir mal schauen, ob wir da eine Galaxie draus entstehen lassen können. Das ist eigentlich nur ein Zufallsprodukt, aber damit kann man manchmal sehr interessante Resultate erzielen. Ja, ich denke, das reicht. Jetzt gehe ich mal auf Filter, wieder auf Gimmick, gebe in die Suchleiste Twirl ein, bestätigen, versuche eine Form zu kreieren, die mir gut gefällt, mit OK bestätigen. Ja, dann haben wir auch schon gleich einen Spiralwirbel. Jetzt gehe ich mal auf die Galaxie Brushes und wähle mir da einen Spiralkörper aus und setze in der Mitte noch eine Spiralform ein. Jo. Auf einem neuen Layer zeichne ich dann den Spiralkern. Ja, den habe ich jetzt zurückgesetzt, den Pinsel. Ja, wieder etwas größer. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann lege ich noch einen Layer für die Farbgebung an. Gehe auf Filter, wieder Gimmick. In die Suchleiste Plasma eingeben. Bestätigen. Dann suche ich mir einen Farbton heraus. Diesmal vielleicht, ja, nehmen wir mal was Gelbliches. Mal schauen, wie das aussieht. Oder doch lieber Orange. Nehmen wir mal Orange. Bei Randomness klicken. Ja, mal gucken, wie das aussieht. Das ist natürlich sehr strahlend. Aber mal schauen. Soft Light. Ja, die ist jetzt sehr hell, die Galaxie. Ich versuche das noch ein bisschen in den Einstellungen abzuändern. Mit HSV Adjustment. Lightness etwas runter. Ja, das sieht doch schön aus. Vielleicht noch ein bisschen mehr Saturation. Ja, und schon haben wir eine weitere Spiralgalaxie. Das Grid entferne ich mal und dann werde ich das nochmal transformieren. Oberes Layer klicken, dann New Layer from Visible. Alle anderen Layer deaktivieren, bis auf das schwarze. Und dann mit dem Transformationstool rücke ich das noch so ein bisschen in einen Winkel, wo es schön aussieht. Ja. Das können wir doch so lassen. Noch ein bisschen drehen, ja. Okay. Und da haben wir unsere dritte Galaxie. Das war es dann für heute mit der dritten Preview von den Universe Environments Brushes. Im nächsten Teil werde ich etwas mehr auf die Effect Brushes eingehen und wünsche euch bis dahin alles Liebe und vor allem Gesundheit. Euer Marco, aka iForce73.